Ivry Gitlis, Jahrgang 1922, geboren in Haifa, Israel. Einer der großen Geiger des 20. Jahrhunderts. Von Carl Flesch hat er sich die technische Erhabenheit abgeschaut, von Jacques Thibaud und Georges Enesco die Klangfantasie. Wenn junge Musiker Ivry Gitlis heute begegnen, treffen sie einen Menschenfreund, Vollblutmusiker und Philosophen. Seine Karriere beginnt in den 50er Jahren in Paris. In einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs fasziniert Gitlis mit seiner Andersartigkeit. Er lässt sich in kein Raster pressen, musiziert mit den Rolling Stones und John Lennon. In den jungen intellektuellen Kreisen genießen seine Konzerte Kultstatus. Why should I be proud of it? What is to be proud? Proud is all what? I am what I am. If people consider me so, well, at first it took me a long time to believe that, also das zu glauben, warum das? Ob in der Probe oder im Konzert, Gitlis ohne Extreme gibt es nicht. Um Konventionen hat er sich nie geschert, er setzt Akzente, wo man sie nicht vermutet, und fast ein bisschen launisch arbeitet er mit Lautstärkeunterschieden und Klangeffekten. Wenn Ivry Gitlis auf seiner Stradivari spielt, reißt er Abgründe auf und lotet die Grenzen des Geschmacks aus, was ihn keineswegs stört, wohl wissend, dass sein Geigenklang durchaus Suchtpotenzial hat und Kunst ohne Risiko ohnehin nicht möglich ist. Die Forderungen von dieser Globalisierung von Plattitüde, also alles muss flach sein, kein Kopf muss ein bisschen höher sein, wie das, ja, das ist gut für die Guillotine. So, also, Sie sind different, ich bin different, er ist different, wie alles, ja, okay, Afrika, Amerika, so. Und diese Differenz macht die Richness, was sagt man, die den Reichtum oder die ja, okay. Vielfalt. Also wir machen alles, dass wir sind alles dasselbe, das wird doch eine langweilig. Ist Ihre Geige männlich oder weiblich? Oh, she really asked me a funny question. What do you mean? I think das ist alles. Sie sind nur Frau, wahrscheinlich Sie sind auch irgendwo Mann und so ich bin. Wir sind alle eine gemischte Salat irgendwo. Und ein bisschen mehr von das und ein bisschen mehr von das und das ist so. Unterricht bei ihm ist ungewohnt. Auch weil Ivry Gitlis jede Form von Idolisierung ablehnt. Er sagt, dann hören die Leute auf zu denken. Also wird er seinen Schülern nicht die vermeintlich richtige Spielweise vorbeten. Ein Musiker wie er, der ganz mit dem Herzen spielt, kann die eigenen Vorstellungen ohnehin nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Stattdessen ermutigt Ivry Gitlis die jungen Kollegen dazu, auf die eigene Stimme zu hören und gibt ihnen Bilder mit auf den Weg. Bitte glaubt, ich bin eine alte und kranke und sehr, so, wissen Sie, müde Geiger, der hat so viele Noten schon gespielt. Und ich spiele ein bisschen so wie Karlsruhe. Also ich will nicht so, ich will das mehr intim, wie eine Konversation zwischen alten Freunden, die verstehen und hören gar nicht mehr. Wie wichtig ist es für Sie, Jude zu sein? Jude? Ja, Jude. Das ist nicht eine Frage, wie wichtig oder ich bin Jude. Und wenn ich hätte das vergessen, jemand wird immer da sein, das mich zu erinnern. Okay, so wir sind Juden, so wir sind different irgendwo. Warum sind Sie nicht auch different? Warum wollen Sie alles dasselbe sein? Ich meine, und irgendwo wir auch wollten das, ja? You know, man fühlt zu Hause, wo man ist, und man gibt Leuten, die du liebst und die liebst irgendwo, das ist es auch. Es ist ihm wichtig, in der Nähe seiner Kinder zu sein und damit auch dort, wo einst seine Karriere begann.
Er lebt im intellektuellen Viertel Saint-Germain-des-Prés in Paris. Gitlis eigentliche Heimat aber ist die Bühne. Auch mit über 80 Jahren verschwendet er keinen Gedanken ans Abtreten. Hier steht er im Mittelpunkt und kann eigene Wege gehen. Hier verwirklicht er den lebenslangen Traum von künstlerischer Freiheit und kann mit sich, seiner Geige und seinem Publikum eins sein. Wie ist es für Sie, wenn Sie spielen und Menschen im Publikum fangen an zu weinen? Ah, Gott sei Dank, das kann ich nicht sehen, wenn ich spiele. Warum weinen? Man sagt immer, dass ein Akteur oder wie sagt man, ein Schauspieler, wenn er weint am Bühne, dann die Publikum lacht. Sehen Sie, wenn jemand geht an der Straße und stumbles on a stone, how do you say stumble? So, er stoppt und er fällt da. Alle Menschen lachen, werden glauben, und er kann tot sein. Ja? Ich glaube, dass ein Lahm, wie sagt man, a tear. Wie sagt man in Deutsch? Träne. Eine Träne ist gut für die Augen, weil eine trockene Augen ist nicht sehr gut für die Gesundheit.